In Europa sterben jährlich über 20.000 Menschen im Straßenverkehr. Allein in Deutschland waren es im Jahr 2022 mehr als 2.800. Rund 600 bei Unfällen mit Lkw-Beteiligung. Häufige Ursachen: Abstandsfehler, riskante Spurwechsel oder Unachtsamkeit beim Abbiegen. Anna Frieke-Berling verantwortet die Verkehrssicherheit bei Volvo Trucks. Ihr Team entwickelt Systeme, die im Alltag unterstützen und im Ernstfall Leben retten sollen. Unsere Vision: Lkw ohne Unfälle. Deshalb entwickeln und verbessern wir ständig Systeme und arbeiten auf allen Ebenen daran, die Sicherheit unserer Fahrzeuge zu erhöhen. Ein Schwerpunkt: Fahrassistenzsysteme. Manche sind Pflicht, andere gehen über die Vorgaben hinaus. Eines von ihnen ist das Camera Monitor System. Digitale Kameras verbessern den Überblick und helfen in schwierigen Situationen, indem sie das Sichtfeld erweitern. Sie ersetzen zugleich die klassischen Außenspiegel. Die Spiegel an einem Lkw sind groß, auch wenn sie schlank gestaltet sind. Dahinter können sich Fußgänger oder Radfahrer verbergen. Allein durch den Verzicht auf die Spiegel erhöhen wir die Sicherheit. Fahrer Jonas Brunner steuert bei den Testfahrten. Für die Sicherheit spielt der Antrieb keine Rolle. Die Standards sind bei allen Trucks gleich. Jetzt, da wir im Lkw mit dem Kameramonitorsystem unterwegs sind, stehen vor allem die Bildschirme im Mittelpunkt. Neben dem Kamerasystem überwachen Radarsensoren rund um das Fahrzeug permanent die Umgebung. Im Hintergrund arbeiten weitere Assistenten. Ein Abstandsregler etwa hält automatisch die Distanz. Der Abbiegeassistent warnt beim Rechtsabbiegen. Besonders kritisch in der Stadt: Passanten im toten Winkel. Sensoren rund um das Fahrzeug scannen daher permanent die Umgebung. Jetzt biegen wir rechts ab. Sobald der Fahrer den Blinker setzt, erscheint im Display neben ihm eine zusätzliche Kameraperspektive. So hat er die Fußgänger klar im Blick und kann sie sicher vorbeilassen. Jetzt kann er gefahrlos rechts abbiegen. Die Systeme haben eine unterstützende Funktion. Sie sollen entlasten, nicht ersetzen. Die Verantwortung liegt bei den Fahrern. Das Sicherheitsteam prüft auf der Teststrecke. Dort übernehmen Roboter zum Teil die Steuerung. Sie fahren stets mit identischer Geschwindigkeit und identischem Lenkmanöver und testen, wie die Assistenten in kritischen Situationen reagieren. Etwa, wenn ein Radfahrer geradeaus fährt und der Lkw gleichzeitig abbiegen will. Erkennt das System eine Kollisionsgefahr, warnt es den Fahrer. Reagiert dieser nicht ausreichend, bremst der Lkw automatisch bis zum Stillstand, um den Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu verhindern. Nächster Test: der Notbremsassistent. Ein Extremszenario: Tempo 90, ein stehendes Auto. Der Fahrer greift nicht ein, das System muss selbstständig reagieren. Erkennt das System ein anderes Fahrzeug und eine Kollisionsgefahr, erscheint zunächst ein rotes Warnlicht. Reagiert der Fahrer nicht, folgen akustische Signale und blinkende Lichter, begleitet von einem kurzen Bremsimpuls, um den Fahrer wachzurütteln und die Warnung zu verstärken. Bleibt die Gefahr bestehen und erfolgt keine ausreichende Reaktion, greift das System ein und bremst den Lkw vollständig bis zum Stillstand. Nicht nur der Bremsweg zählt. Das System muss auch Hindernisse zuverlässig erkennen. Eine der größten Herausforderungen in diesem Szenario ist, dass das Auto tatsächlich stillsteht. Wir nutzen Radar- und Kamerasensoren, doch für das Radar ist es sehr schwierig, zwischen verschiedenen stehenden Objekten zu unterscheiden. Deshalb verlassen wir uns bei stehenden Pkw oder anderen Fahrzeugen stark auf die Kamerasensoren. Der Bremsassistent greift allerdings erst ein, wenn es keine andere Option mehr gibt.
Die Kollisionswarnung mit Notbremsung ist, wie die meisten unserer Systeme, wirklich nur das letzte Mittel. Wir setzen auf verantwortungsbewusste Fahrer und sicheres Fahrverhalten. Im Regelfall sollte sie nicht zum Einsatz kommen. Dass die Systeme wirken, zeigen unabhängige Prüfungen. Beim Euro NCAP-Sicherheitstest erhielten Volvo Trucks als einziger Hersteller die Höchstwertung von 5 Sternen. Dahinter steht eine klare Vision: 0 Unfälle. Ein Anspruch, an dem sich jede Entwicklung messen muss.